Wenn nach einem frostigen Winter, wenn die Zwischenfrucht auch abgefroren ist und in etwa so aussieht, dann tritt der Zellsaft aus. Und in dem Zellsaft sind Nährstoffe in einer mineralischen Form. Das heißt, in einer Form, wie wir sie mineralisch mit dem Düngerstreuer düngen. Die Zwischenfrucht ist also nach einem Frost wie ein Düngerstreuer und bringt Nährstoffe in den Boden. Durch Wasser, durch Niederschläge werden die aus dem Zellsaft, aus den Pflanzen herausgelöst und kommen in die Bodenlösung und stehen deiner Folgekultur, der Wurzel, direkt sofort zur Verfügung. Das betrifft zu einem ganz, ganz großen Teil Kalium, aber auch Magnesium, Phosphor und Spurenelementen. Das heißt, dieser Düngerstreuereffekt der Zwischenfrucht von mineralischen Dünger ist eine nicht unbedeutende Funktion einer Zwischenfrucht, die durch Frost, durch abgestorbene Zwischenfrüchte ausgelöst wird, indem aus den Zellsäften diese Nährstoffe in den Boden gelangen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Eine Zwischenfrucht speichert wie alle anderen Pflanzen auch die Nährstoffe, bindet also Nährstoffe, Stickstoff ganz oben, Phosphor, Kali, Schwefel, Magnesium und Spurenelemente. Jetzt ist es so, dass man ein Teil der Nährstoffe organisch gebunden ist. Das heißt, der ist in dem Pflanzenmaterial organisch eingebaut. Das ist ganz besonders beim Stickstoff und beim Schwefel so. Ein großer Teil des Stickstoffs und des Schwefels wird eingebaut in Aminosäuren oder in Proteine, also in Eiweiß. Das heißt, in dem Eiweiß, das sind komplexe Moleküle, sind auch die Stickstoffatome enthalten und damit braucht's, damit dieser Stickstoff Pflanzen verfügbar wird, Mikroben, Bakterien, Pilze, Einzeller, die dieses Eiweiß, diese Aminosäuren zerlegen und den Stickstoff Pflanzen verfügbar machen. Das Gleiche gilt vom Schwefel. Das heißt, der in der Pflanze gebundene Stickstoff und der Schwefel ist nicht direkt sofort verfügbar, sondern muss umgesetzt werden. Und ein Kontakt mit dem Bodenleben, ein aktives Bodenleben sorgt dafür, dass das schneller passiert. Und deshalb ist auch dieses CN-Verhältnis, über das ich schon oft gesprochen habe, für die Zurverfügungstellung von Stickstoff, aber auch von Schwefel, das CS-Verhältnis von so großer Bedeutung. Es gibt aber auch einen gar nicht so kleinen Anteil an Nährstoffen, die mineralisch in der Pflanze gebunden sind. Zum Beispiel beim Phosphor. Bei Phosphor ist es so, dass wenn der aufgenommen wird, dann wird ein Teil organisch gebunden. Der ist dann in der DNA, in den Nukleinsäuren enthalten oder in den Zellmembranen in der Pflanze fix verbaut und muss ebenso durch die Mikroben zerlegt, verdaut werden, sodass dieser Phosphor der nächsten Pflanze zur Verfügung steht, wenn die Zwischenfrucht abgestorben ist. Aber ein gar nicht so unerheblicher Teil des Phosphors ist mineralisch in Form eines Phosphats in der Pflanze. Warum macht das die Pflanze? Gerade die jungen Pflanzen speichern in ihren sogenannten Vakuolen. Das sind also die Speichermedien, wo Nährstoffe gespeichert werden. Wenn also Phosphor der Pflanze zur Verfügung steht, gerade bei der jungen Pflanze eben, dann sammelt sie das auf, diesen Phosphor auf, speichert ihn in den Zellen, im Zellsaft und hat somit einen Puffer für Zeiten, für zum Beispiel trockenere Zeiten, wenn also weniger Phosphor zur Verfügung steht. Außerdem ist dieser mineralische Phosphor oder dieser ionische Phosphor auch noch notwendig für den Energietransport, für bestimmte Steuerungsprozesse in der Pflanze. Das hat zur Folge, dass beim Phosphor zwischen 40% und 70% des gesamten im Pflanzenmaterial gespeicherten Phosphors mineralisch ist. Das heißt, 40% des Phosphors, im schlechtesten Fall, das ist nämlich eine Schwankungsbreite, bis zu 75% des Phosphors in der Pflanze gebunden. Also des Phosphors, den die Zwischenfrüchte aus dem Boden geholt haben, mit Hilfe von einer Mykorrhizierung bei mykorrhizierenden Pflanzen oder mit ihren Säuren beim Buchweizen oder die Kreuzblütler mit ihrem intensiven Wurzelwerk. Die können alle Phosphor aufschließen, speichern. Und 40 bis 75% dieses Phosphors ist mineralisch. Das heißt, wenn die Pflanze abstirbt, abfriert, und die Zellsäfte austreten, dann kommt ein ganz, ganz großer Teil dieses Phosphors in Wasser löslicher und pflanzenverfügbarer Form im Boden an und steht dem Mais zum Beispiel oder der Sojabohne in der Folgekultur direkt zur Verfügung. Dieser schwer zu fassende Nährstoff, der so schwer ist und auch so teuer ist, lässt sich also mit der Zwischenfrucht wie ein Düngerstreuer im Frühjahr durch Frost den Boden zur Verfügung stellen. Jetzt ist diese Spannweite beim Phosphor relativ groß. Wir reden von 40 bis 75, 40 bis 70%. Der Rest ist organisch gebunden, muss also auch zersetzt werden von den Mikroben. Warum ist diese Spannweite so groß? Das liegt daran, dass es natürlich davon abhängig ist, wie viel Phosphor für die Pflanzen zur Verfügung steht, dass sie ihre Speicher auffüllen. Wenn der Boden wenig Phosphor zur Verfügung hat, wenn die Bedingungen für die Pflanzen Phosphor aufzuschließen schwierig sind, dann können sie natürlich ihre Speichermedien, ihre Vakuolen nicht so gut auffüllen und entsprechend ist weniger organisch zur Verfügung.
Erster Grund. Und zweiter Grund dieser Schwankung, der wichtig ist das Entwicklungsstadium. Die Pflanzen haben ja eigentlich nur ein Ziel, wenn man so will, nämlich die Vermehrung. Sie wollen also Samen bilden, damit die nächste Generation heranwächst. Und je weiter wir in der Entwicklung der Pflanze kommen, desto weniger wichtig wird es, Speicher aufzubauen, also Phosphor aus dem Boden zu holen und ihn irgendwo zu speichern, sondern umso wichtiger wird es, diesen Phosphor oder alle Nährstoffe, alles darauf zu fokussieren, in die Vermehrung, in die Samenbildung zu kommen. Das heißt, desto geringer wird dieser mineralische Anteil des Phosphors. Das heißt, dann gehen wir eher Richtung 40%. Aber selbst wenn wir bei 40% sind und in einer gut entwickelten, stark entwickelten Zwischenfrucht mit, sagen wir, 5 Tonnen, da können da schon 40, 50, 60 Kilogramm Phosphor in der Pflanze gebunden sein, in der organischen Biomasse gebunden sein. Und wenn davon 40% oder sagen wir der Einfachheit halber die Hälfte mineralisch ist, das heißt, wir reden jetzt mal von 30 Kilogramm Phosphor oder rechnen wir nur mit 20 Kilogramm Phosphor, die mineralisch in der Biomasse in einer gut entwickelten Zwischenfrucht stehen, dann sind die je nach Marktpreis des mineralischen Düngers aber auf jeden Fall 20 bis 30 Euro pro Hektar wert. Alleine der Phosphor, der in der Zwischenfrucht mineralisch gespeichert ist, ist also fast 30 Euro wert und steht der Pflanze direkt mineralisch zur Verfügung, wie wenn du ihn streuen würdest. Da ist nicht berücksichtigt, dass ein großer Teil noch organisch gebunden ist und später zur Verfügung kommt, und da sind nicht die ganzen anderen Nährstoffe und anderen Funktionen der Zwischenfrucht berücksichtigt. Phosphor ist ja, wie ich schon gesagt habe, ein schwierig zu handelnder, ein widerspenstiger Nährstoff. Mit der richtigen Zwischenfrucht kann man gezielt Phosphor aus dem Boden holen, freisetzen, indem man die richtigen Pflanzenarten einsetzt, die spezialisiert sind mit ihren Wurzelausscheidungen, mit den Säuren, mit den Mykorrhiza-Symbiosen, die einfach versuchen, das Maximum aus dem Boden an Phosphor zu holen, sei das jetzt ein Betrieb, der Wirtschaftsdünger hat und eigentlich relativ viel organischen Phosphor bringt oder hohe Phosphorversorgung hat, oder Betriebe, die weniger Phosphor zur Verfügung haben. Mit den richtigen Zwischenfruchtmischungen kann man da auch viel tun und viel dabei helfen, diesen Phosphor aus dem Boden zu holen, in die Pflanze zu bringen, in die Biomasse zu bringen und so der nächsten Kultur schneller wieder zur Verfügung zu stellen. Und damit das möglich ist, bieten wir mit unserem Just to Grow Programm individuelle Zwischenfruchtmischungen an, genau um solche Ziele für dich zu erreichen. Betriebsspezifisch, aufgrund deiner Anforderungen entwickeln wir diese Mischung. Das Ganze geht ab 25 Hektar. Schau vorbei auf unserer Website www.farmtofarm.eu. Ich freue mich. Noch krasser ist das Ganze beim Kalium. Denn Kalium ist fast zur Gänze, also fast zu 100% mineralisch in der Pflanze. Kalium ist deshalb fast zur Gänze mineralisch in der Pflanze, weil es für den Wasserhaushalt verantwortlich ist. Das heißt, durch diese Osmoseeffekte, wodurch Salze, Flüssigkeitsbewegungen passieren. Genau da wird Kalium von der Pflanze eingesetzt, um den Wasserhaushalt zu regeln, um Stoffwechseltransporte zu machen. Und deshalb ist fast das gesamte Kalium mineralisch und nicht organisch gebunden, also nicht in einer komplexen Form. Wenn also die Pflanze abfriert, die Zellen zersprengen, der Zellsaft austritt und man das so schön sieht auf den Pflanzen, wie das durch den Niederschlag Richtung Boden wandert, diese Nährstoffe, dann wird dieses Kalium, und das können auch richtig große Mengen, bis zu 200 Kilo, 150 Kilogramm Kalium pro Hektar sein, die da gespeichert sind, dann wird dieses Kalium sofort in die Bodenlösung gebracht und pflanzenverfügbar gemacht. Genauso ist es beim Magnesium. Kalium und Magnesium sind sich da sehr ähnlich. Es ist vielleicht ein Stück weit weniger mineralisch gebunden, aber immer noch 70, 80, 90% des Magnesium, je nach Entwicklungsstadiums und je nach Situation, sind mineralisch gebunden. Das heißt, das Magnesium, das die Zwischenwurzelpflanzen im Boden über die Wurzeln aufnehmen können, wird, wenn die Pflanzen abfrieren, wasserlöslich steht der Pflanze zur Verfügung. Ein Teil davon ist organisch, der ist im Chlorophyll, aber ein großer Teil ist eben in den Glykolen, in den Speicherorganen und ist notwendig zum Beispiel, um die Photosynthese zu steuern. Bei den Spurenelementen ist das ein bisschen anders. Da sind die meisten Spurenelemente fest eingebaut, organisch eingebaut in den Zellkernen und was weiß ich wo und müssen also organisch zersetzt werden. Einzig Mangan ist zu einem großen Anteil mineralisch in der Pflanze und steht entsprechend schnell der Bodenlösung wieder zur Verfügung. Und wie schnell
diese mineralischen Nährstoffe aus der Pflanze dem Boden zur Verfügung stellen. Das ist abhängig vom Frost auf der einen Seite. Denn je stärker der Frost ist, desto mehr dieser Zellen werden gesprengt und desto leichter kann dann dieser Zellsaft, diese Flüssigkeiten, diese Pflanzenflüssigkeiten mit den gelösten Nährstoffen mit etwas Niederschlag von oben langsam nach unten sich bewegen und in ihre Bodenlösung kommen. Aber auch bei Pflanzen, die gar nicht abgefroren sind, sondern die einfach vertrocknet sind, die in ihrem Entwicklungsstadium so weit gekommen sind, dass sie eigentlich fertig sind. Ja? Bei einer früh gebauten Sommerzwischenfrucht ist das ja oft der Fall. Auch da sind natürlich die Nährstoffe mineralisch noch da. Der Anteil wird geringer, wie schon zuvor erklärt. Das Entwicklungsstadium ist ganz wichtig. Aber Kalium, aber auch große Teile des Phosphors, Magnesium, Mangan sind mineralisch noch immer da. Nur dadurch, dass diese Pflanzen nicht abgefroren sind, sind die Zellen nicht zerrissen, sondern diese Nährstoffe kleben an den Zellwänden, an den vertrockneten Pflanzenteilen und brauchen Niederschläge, bis sie ausgewaschen werden. Das heißt, je stärker der Frost ist, dem die Zwischenwucht ausstehen muss, desto schneller wirkt dieser Düngerstreuer. Also das heißt, so ein starker Frost, ein starker Winter sorgt dafür, dass Nährstoffe schneller zur Verfügung gestellt werden, dass diese Nährstoffe schneller im Boden sind und dass eben Phosphor, Kali, Magnesium schnell der Folgekultur zur Verfügung steht. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitgenommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.